Die Ausstellung ist insofern besonders, weil sie erstmalig Haus- und Sammlungsgeschichte aus den Objekten selber heraus generiert und versucht zu vermitteln. Sie geht damit einen wirklich völlig anderen Weg als andere Themenausstellungen des Hauses, die ihre Themen eher mit Objekten illustrieren. Hier ist es so, dass die Objekte selbst die Protagonisten sind und als gleichwertige Akteure behandelt werden. Die Auswahl erfolgte überwiegend auf der Grundlage von Gesprächen mit den anderen zuständigen Sammlungsleiter, Kolleginnen und Kollegen, aber auch von Recherchen in der Datenbank. Und da gab es einige überraschende Zufallsfunde. Wenn man schaut, was ist in der Zeit des NS erworben worden, gezielt, stellt man fest, das ist relativ wenig. Dann kann man in einer Datenbank die Jahreszahlen durchgehen und stößt im Jahr 1938 plötzlich auf eine Samurai-Rüstung, die von einer Kyotoer Reservistengarde als persönliches Geschenk an Adolf Hitler und dann in das damalige Heeresmuseum gelangte. Das Objekt war weder den zuständigen Sammlungsleitern noch allgemein bekannt und seit 40 Jahren nicht mehr ausgepackt worden. Bei der Ausarbeitung der Szenografie mit unseren beiden Gestaltern haben wir sehr darauf geachtet, dass die Objekte miteinander korrespondieren. Die eben erwähnte Samurai-Rüstung Beispiel steht in unmittelbarer Nähe und in einem direkten Winkel zur letzten Felduniform, die von Kaiser Wilhelm II. Als oberster Feldherr des Kaiserreiches getragen wurde, vor seiner Abdankung und Flucht ins niederländische Exil 1918. Diese beiden nah beieinander positionierten Objekte kommentieren sich gegenseitig und verstärken sich in ihrer Wirkung. Dasselbe gilt für den bewusst angelegten Kontrast eines prächtigen Biedermeier-Ensembles, das durch die Wirren des Zweiten Weltkriegs hinweg gerettet wurde, mit einem Flüchtlingsbett aus einer Kasseler Flüchtlingsunterkunft. Auch bei den Kunstkammerobjekten im zweiten Teil des Rundgangs gibt es immer wieder Verbindungslinien, die kleine Raumensembles bilden. So stehen etwa der gläserne Willkommbecher der Grafen Oettingen, die Ortenburg-Bibel, eines von 10 weltweit erhaltenen Exemplaren einer frühen Lutherbibel auf Pergament und ein Gemälde der Salvator Mundi, Christus mit der Weltkugel, stehen in direktem Zusammenhang miteinander. Sie veranschaulichen die konfessionellen Wirren der frühen Neuzeit um 1530. Und wenn man noch einen Schritt weiter denkt, der Bruch, den die Ausstellung bietet, nachdem man schöne Kunstkammerobjekte der frühen Neuzeit und des 18. Jahrhunderts bewundert hat. Man sieht Porzellan, man sieht ein graviertes Straußenei und plötzlich steht man vor schwerem Arbeitsgerät aus dem letzten Steinkohlebergwerk einer Zeche in Bottrop, die 2018 ihre Pforten schloss. Dieser Bruch ist aber nur ein scheinbarer, denn wir haben uns durch die Art der Präsentation bemüht, auch diese alltäglichen Objekte zu inszenieren, als seien auch sie kostbare Kunstkammerobjekte. Da schwebt dann der Bauarbeiterhelm und die Arbeitstasche, die Knieschoner und die schweren Schuhe schweben wie kostbare Reliquien in einer Wandvitrine. Der Grundgedanke war, eine Ausstellung dem Betrachter zu bieten, in der man sich wohlfühlt, indem man eintaucht in diese Welt der sehr vielfältigen Objektgeschichten, die wir hier erzählen.